Der Metzeler Roadtec 02 ist der neueste Ableger aus dem Hause Metzeler und soll ein Hypersportreifen für die Straße sein, der gekonnt die Felder Touring und Supersport miteinander vereint. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Metzeler Roadtec 02 für euch im Test. Wir haben den Reifen lange und ausführlich auf der KTM 97 Duke in Deutschland und in den Vogesen gefahren und können daher wirklich sehr präzise sagen, ob der Roadtec 02 das hält, was er auch verspricht, und zwar die Welten Supersport und Hypersport Touring gekonnt miteinander zu vereinen. Und zwar hat Metzeler sich bei der Entwicklung des Roadtec 02 Gedanken gemacht und gesagt, man braucht einen Reifen, der gekonnt Touring, aber auch Supersport vereinen kann und somit eigentlich eine sehr breite Schicht an Kunden ansprechen dürfte, da man ja eigentlich im Prinzip nicht immer sehr sportlich unterwegs ist, aber natürlich auch nicht immer nur Touren fährt. Und wenn man jetzt hier einen Reifen hätte, der beides beherrscht, das wäre natürlich eine super Sache und etwas, das der Reifenmarkt irgendwie noch braucht. Und daher hat da Metzeler sehr viel Entwicklungspotenzial in den Reifen fließen lassen und sich auch ein paar interessante Dinge ausgedacht. So sind die langen Profilrillen bei gemächlicher Geradeausfahrt sehr flexibel, was dann auch zu einer schnelleren Erwärmung des Reifens führt und natürlich auch eine gute Wasserableitung mit sich bringt. Wenn der Reifen dann aber supersporttypisch in höhere Schräglagen gefahren wird, sprich auf den Reifenflanken, dann soll er laut Hersteller quasi in den Supersport-Modus umschalten, wo sich dann die Profilrillen in den schmaleren Bereichen aneinanderlegen, wodurch die Stabilität des Profils deutlich erhöht wird. Dies ermöglicht dann im Endeffekt den Einsatz einer Gummimischung, die haltbarer ist, aber trotzdem ein volles Grippotenzial im Supersportbereich mit sich bringt. Besonders in Schräglage wird dadurch auch die Lenkpräzision deutlich verbessert, da eben diese Profilrillen sich aneinander anlegen und der ganze Reifen dann wunderbar präzise stabil wird. Das verbessert das Fahrgefühl prinzipiell im Allgemeinen und hebt den Reifen dann bei sportlicher Fahrweise tatsächlich in den Bereich Supersport, und so haben auch wir es empfunden. Das Schöne jetzt hier am Test war, dass wir in den Vogesen mit einer 97 Duke und dem Roadtec 02 und einer weiteren 97 Duke mit dem Sporttec M9 RR unterwegs waren, und hier konnten wir wirklich 1:1 den direkten Vergleich zwischen dem sportlichen Hypersportreifen M9 RR und dem Roadtec 02, der alles miteinander vereinen soll, vergleichen. Und wir waren wirklich überrascht, wie nahe der Roadtec 02 am M9 RR tatsächlich ist und teils sogar überlegen bzw. im Straßeneinsatz auf selbem Niveau liegt. Beginnen wir zunächst einmal mit den Fahreindrücken im Hinblick auf den Grip auf trockener Straße, und hier muss man sagen, hat der Roadtec 02 vollkommen überzeugt. Er wärmt sich extrem schnell auf und für einen Tourensportreifen, muss man sagen, haben wir selten eine so gute Performance erlebt. Bis zur Reifenkante hinunter bietet er einen überragenden Grip, es gab keinerlei Rutscher. Selbst Bitumen scheint jetzt der Roadtec 02 besser wegstecken zu können als der M9 RR.
Und insgesamt zeigt sich der Roadtec 02 zum Beispiel sehr deutlich, sehr performanter als ein Michelin Road 5 oder Road 6. Er bietet eher schon ein Gripniveau, das in der Power-Serie zu finden ist von Michelin. Und wenn nicht sogar ein bisschen über dem aktuellen Power 6 liegt. Das ist aber natürlich schwierig jetzt im Straßeneinsatz herauszufahren, aber gefühlsmäßig muss man einfach sagen, liegt der Roadtec 02 auf dem Niveau eines Power 6, der ja eigentlich ein reiner Supersportreifen ist. Wir haben den Roadtec 02 in Temperaturbereichen von 8 Grad Celsius bis 35 Grad Celsius getestet. Und hier hat er wirklich funktioniert, perfekt in allen Temperaturbereichen. Natürlich, wenn es kühler war, hat es ein bisschen mehr Aufwärmzeit benötigt, das ist aber ganz normal. Aber noch wichtiger war, dass er jetzt bei 35 Grad nicht abgeschmiert ist, was für den sportlichen Anspruch des Roadtec 02 spricht. Und außerdem im direkten Vergleich muss man sagen, dass der M9RR ein bisschen agiler und wendiger zu fahren war, beziehungsweise sich so angefühlt hat. Und der Roadtec 02 eher der vertrauenserweckendere, stabilere Reifen ist, der quasi wie auf Schienen läuft und einem viel Arbeit abnimmt, da er sehr viel sattes Fahrgefühl liefert. Auch auf nasser Straße hat der Roadtec 02 vollkommen überzeugt. Im Rahmen des Tests in den Vogesen waren wir auch mit 2 Supermotos und einer 97 Tube mit dem M9RR unterwegs. Und die 2 Supermotos waren mit dem Attack SM bereift. Und hier hat der Roadtec 02 die 2 Maschinen einfach in Grund und Boden gefahren. Und da muss man sagen, Nassgrip ist einfach traumhaft. Auf dem Niveau des M9RR, was ja schon sehr gut ist und sogar noch darüber. Und bei Nässe konnten wir dann den Supermotos, unabhängig von der Motorleistung, in den Kurven und im engen Geläuf wunderbar davon fahren, weil sie einfach nicht annähernd den Nassgrip hatten und das Vertrauen, was der Roadtec 02 liefert. Der M9RR, der kann wunderbar mithalten. Wir würden fast sagen, die beiden schenken sich im Nassen nicht extrem viel. Bei vergleichbaren Reifen wie dem Michelin Power 5 fanden wir den Nassgrip etwas schlechter. Das ist aber alles nur rein subjektiv. Prinzipiell muss man sagen, der Roadtec 02 lässt sich wunderbar bei Nässe fahren und das auch durchaus sportlich. Der Reifenverschleiß des Metzeler Roadtec 02 ist ebenfalls sehr vorbildlich und hier sind wir dann wieder im Bereich Sporttouring und da gehört er dann auch hin im Hinblick auf den Verschleiß. Er ist deutlich resistenter und haltbarer als ein M9RR, der ja auch schon ein sehr haltbarer Hypersportreifen ist, aber hier macht es der Roadtec 02 noch ein bisschen besser. Und da wir ja auch die Supermotos mit den Attack SM Reifen dabei hatten, können wir natürlich jetzt auch einen wunderbaren Vergleich ziehen. Und zwar war es so, dass in den Vogesen die SM-Serien quasi dahingeschmolzen sind. Da konnte man dann beinahe zuschauen, wie das Profil weniger wird. Das war halt beim Roadtec 02 gar nicht der Fall. Das hat sehr überzeugt, wie stabil bzw. wie resistent der Reifen auch auf diesem gummifressenden, rauen Asphalt in den Vogesen ist. Die Laufleistung für den Roadtec 02 betiteln wir ungefähr mit 6.500 bis 7.500 Kilometern. Das haut gut hin, vor allem wenn man sehr sportlich auf Passstraßen oder Bergstraßen unterwegs ist, wo der Asphalt rau ist, ist das ein guter Richtwert. Prinzipiell, wenn man sehr gemächlich fährt, auch viel längere, gemütlichere Etappen, vermuten wir, dass man auch locker auf die 8.000 bis 10.000 Kilometer mit dem Roadtec 02 kommen wird. Die Bremseigenschaften des Roadtec 02 sind ebenfalls exzellent. Hier merkt man, dass der Reifen auf der stabilen Seite angesiedelt ist.
Starkes Verzögern macht er ohne Probleme mit. Das ABS regelt selbst im defensiven Road-Modus nicht rein, was schon sehr guter Indikator für viel Grip ist. Im Hinblick auf das Hineinbremsen in Schräglage ist der Rotec 02 ebenfalls vorbildlich. Er zeigt keinen Abkippmoment und man muss wirklich sagen, Bremseigenschaften exzellent. Der Fahrkomfort ist ebenfalls sehr gut, kleinere Unebenheiten gleicht der Reifen hervorragend aus. Probleme gibt es dann nur, wenn die Straße dann richtig schlecht wird. Da merkt man dann schon, dass der Rotec 02 ein bisschen beim Touring die Federn lässt für das supersportliche Fahrverhalten. Aber trotzdem ist er ein wunderbar komfortabel zu fahrender Reifen, wo wir im regulären Straßeneinsatz sagen müssen, wir brauchen nicht mehr. Die Stabilität und Agilität des Rotec 02, die halten sich wunderbar in der Waage. Wir würden aber sagen, dass der Reifen eher auf der stabilen Seite angesiedelt ist. Der M9RR ist ein bisschen agiler. Der Rotec 02 ist dann schon eher schöner für Reisen zu fahren, da er ein bisschen stabiler ist, gemächlicher, der Spur einfach sehr treu folgt und somit sehr kraftschonend oder ohne viel Aufregung gefahren werden kann. Vor allem auch für Fahranfänger und Leute, die weniger viel unterwegs sind, ist der Rotec 02 ein exzellenter Reifen, da er eben sehr stabil ist und auch nicht fordert. Er liefert halt auch sehr viel Vertrauen, was dann im Einsatz für Fahranfänger sehr entgegenkommend ist, und somit ist der Rotec 02 wirklich ein super Allrounder, den wir jedem empfehlen können. Ein Aufstellmoment konnten wir ebenfalls nicht feststellen. Der Metzeler Rotec 02 fährt sich sehr neutral beim Hineinbremsen in die Kurve als auch beim Bremsen in Schräglage. Hier muss man wirklich sagen, der Reifen ist ein perfektes Vorbild und gibt es nichts zu bemängeln. Im Hinblick auf den Luftdruck auf der KTM 97 Tube sind wir mit der Herstellervorgabe gefahren und da waren wir sehr zufrieden jetzt auf der Landstraße. Hinten konnte man dann den Luftdruck noch ganz leicht absenken, dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Wärme und Grip rein, was vor allem bei Maschinen keine schlechte Idee ist, die ein bisschen leistungsschwächer sind, aber ansonsten kann man den Rotec 02 ohne Bedenken mit dem Seriendruck fahren, der passt auch ziemlich gut. Nun kommen wir zum Fazit unseres Metzeler Rotec 02 Tests, und zwar ist es so, dass wir bei der Vorstellung des Reifens und beim Lesen des Datenblatts oder des Werbeflyers erstmal sehr skeptisch waren. Also ein Reifen, der Supersport und Touring in perfekte Symbiose bringen soll, das klingt einfach zu gut. Gerade die versprochene Tourentauglichkeit, haben wir vermutet, leidet dann sehr, wenn er sich so sportlich fährt, wie er jetzt auch inzwischen aussieht. Er ist ja wirklich sehr nah an den M9RR herangerückt und man muss sagen, diese Befürchtungen, die wurden komplett neutralisiert. Also der Reifen macht das, was er verspricht, was das Werbepaket von Metzeler hergibt oder vorgibt, das gibt der Reifen her. Und für wen würden wir den Reifen empfehlen? Ja, eigentlich kann man sagen, der Reifen eignet sich für so gut wie jeden Motorradfahrer. Wenn man sportlich, extrem sportlich unterwegs ist, aber auch hin und wieder mal lange Touren fahren will, dann gibt es einfach keinen Reifen, der es gekonnt schafft, beide Welten so miteinander zu verbinden. Der Rotec 02 passt daher perfekt auf Hyper-Naked Bikes, also da passt er richtig gut, aber auch auf Supersportler, weil er sieht eben ziemlich gut aus, wie wir finden, und lässt sich super sportlich bewegen, wenn es sein muss. Ich kann damit aber auch 150 Kilometer über die Autobahn fahren und dann erst vor Ort richtig andrücken. Auch kein Problem, macht der Reifen mit. Er verbindet eben diese Alltagstauglichkeit mit einer Tourentauglichkeit und mit einem hypersportlichen
Fahrverhalten. Von uns erhält der Metzeler Rotec 02 daher das Prädikat besonders empfehlenswert. Der Reifen war wirklich eine sehr, sehr große Überraschung unter den Neuerscheinungen im Jahr 2024. Und auch wenn der Verkaufsstart bei uns im Shop bisher ein bisschen schleppend anlief, also bisher wird er noch nicht viel gekauft, so verstehen wir nicht, warum das der Fall ist, weil der Rotec 02 wirklich Potenzial hat, ein richtig guter Alleskönner für 90% der Motorradfahrer zu sein. Deswegen raten wir euch dazu, probiert ihn einfach aus. Wir haben ihn bei uns im Shop auf bikereifen24.de verfügbar und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Motorradfahren und eine schöne Saison.